Ein spirituelles Erwachen ist eine tiefgreifende Veränderung, die deine Wahrnehmung von dir selbst und der Welt um dich herum für immer verändert. Es ist ein Prozess, der in mehreren Stufen abläuft, von denen jede einzigartige Herausforderung und Einsichten mit sich bringt. In diesem Video erkunden wir die 5 wichtigsten Phasen des spirituellen Erwachens. Finde heraus, in welcher Phase du dich gerade befindest und was dich auf deiner Reise erwartet. Die erste Phase des spirituellen Erwachens beginnt oft mit einem Gefühl der inneren Unzufriedenheit. Du stellst dir Fragen wie: Ist das wirklich alles, was das Leben zu bieten hat? Oder: Warum fühle ich mich so leer, obwohl ich das erreicht habe, wovon ich immer geträumt habe? Dieses innere Unbehagen ist kein Zufall. Es ist ein Weckruf deiner Seele, ein Zeichen dafür, dass du bereit bist, eine tiefere Wahrheit zu entdecken. Diese Phase wird oft durch ein einschneidendes Ereignis ausgelöst. Es könnte eine Lebenskrise sein, ein Verlust oder ein Moment intensiver Selbstreflexion. Plötzlich erscheinen dir die Routinen, Ziele und Prioritäten, die bisher dein Leben bestimmt haben, bedeutungslos. Du beginnst, die grundlegenden Fragen des Lebens zu stellen. Wer bin ich wirklich? Was ist meine Aufgabe? Gibt es einen tieferen Sinn hinter all dem, was ich erlebe? Menschen in dieser Phase empfinden oft eine Mischung aus Neugier und Verwirrung. Du spürst, dass es da draußen mehr gibt, als du bisher wahrgenommen hast, aber du weißt noch nicht, wo du suchen sollst. Diese Unsicherheit kann beängstigend sein, doch sie ist auch der erste Schritt auf deiner Reise zu einem größeren Bewusstsein. Wenn du dich in dieser Phase befindest, bemerkst du wahrscheinlich: Erstes: Alltag und Routinen fühlen sich plötzlich belanglos oder fremd an. Zweite: Äußere Erfolge und materielle Errungenschaften erfüllen dich nicht mehr. Dritte: Spirituelle oder philosophische Fragen nehmen mehr Raum in deinem Denken ein. 4: Du fühlst dich sowohl inspiriert als auch verloren. Diese Phase ist eine Einladung, tiefer zu graben. Es ist wichtig, diese innere Unzufriedenheit nicht zu verdrängen, sondern sie als Chance zur Selbstentdeckung zu nutzen. Lies Bücher, die dich inspirieren, suche nach spirituellen Gemeinschaften oder beginne, deine Gedanken in einem Tagebuch festzuhalten. Das Leben hinterfragen bedeutet, deine Seele auf die nächste Ebene vorzubereiten. Es ist der Moment, in dem du beginnst, alte Überzeugungen loszulassen und dich für neue Perspektiven zu öffnen. Dieser Prozess mag sich anfangs chaotisch anfühlen, aber er ist notwendig, um die ersten Schritte in Richtung deines wahren Selbst zu gehen. Diese erste Phase ist nicht das Ende, sondern der Anfang eines tiefen und bedeutungsvollen Wandels. Vertraue darauf, dass dieser innere Ruf dich zu etwas Größerem führt. Es ist der Beginn deiner spirituellen Reise, einer Reise, die dich zu deiner Essenz zurückführt. In der zweiten Phase des spirituellen Erwachens beginnt sich dein Bewusstsein zu erweitern. Du fängst an, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen. Dinge, die dir zuvor normal erschienen, erscheint es plötzlich oberflächlich oder sogar falsch. Du erkennst, dass vieles, was du bisher für die Wahrheit gehalten hast, in Wirklichkeit nur gesellschaftliche Konstrukte oder tief verwurzelte Überzeugungen sind, die hinterfragt werden müssen. Diese Phase wird oft von einer intensiven Suche nach Wissen begleitet. Du beginnst, Bücher über Spiritualität, Philosophie oder Psychologie zu lesen. Oder du tauchst in alte Weisheiten ein, die dir Antworten auf die neuen Fragen in deinem Leben geben können. Dein Durst nach Wissen ist unstillbar, denn du spürst, dass die Wahrheit nicht im Äußeren, sondern in dir selbst liegt. In dieser Phase bemerkst du auch eine verstärkte Sensibilität gegenüber deiner Umgebung. Du fühlst die Energien von Menschen, Orten und Situationen intensiver als je zuvor. Oft kann dies überwältigend sein, besonders wenn du dich in einer Umgebung befindest, die nicht mit deiner neuen Schwingung übereinstimmt. Es ist wichtig, dass du lernst, deine Energie zu schützen und dich auf das zu konzentrieren, was dir wirklich gut tut. Wenn du dich in dieser Phase befindest,
bemerkst du wahrscheinlich: Erstens, fühlst du dich zu spirituellen oder philosophischen Themen hingezogen. Zweite, du spürst eine tiefere Verbindung zur Natur und zur Welt um dich herum. Dritter, du erkennst die Manipulationen und Illusionen, die in der Gesellschaft präsent sind. 4. Du beginnst, bewusste Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit deinen wahren Werten stehen. Diese Phase des Erwachens kann auch Momente der Einsamkeit mit sich bringen. Du fühlst dich vielleicht von alten Freundschaften oder Routinen entfremdet, weil sie nicht mehr mit deinem neuen Bewusstsein übereinstimmen. Doch genau diese Isolation ist notwendig, um dich selbst zu finden und zu stärken. Um in dieser Phase weiterzukommen, ist es hilfreich, Achtsamkeitsübungen oder Meditation in deinen Alltag zu integrieren. Diese Praktiken helfen dir, deinen Geist zu beruhigen und die neuen Einsichten zu verarbeiten, die in dein Leben treten. Das Erwachen des Bewusstseins ist ein entscheidender Schritt auf deiner spirituellen Reise. Es erlaubt dir, die Welt und dich selbst mit neuen Augen zu sehen. Diese Phase fordert dich auf, mutig alte Muster loszulassen und den Weg zu deinem wahren Selbst fortzusetzen. Die dritte Phase des spirituellen Erwachens, oft als die dunkle Nacht der Seele bezeichnet, ist eine der intensivsten und herausforderndsten Erfahrungen auf dieser Reise. Es ist ein Moment tiefen inneren Wandels, in dem alte Glaubensmuster, Identitäten und Illusionen zusammenbrechen. Du fühlst dich, als würdest du durch eine dunkle, unbekannte Nacht wandern, in der nichts mehr sicher oder vertraut ist. In dieser Phase können starke emotionale und mentale Kämpfe auftreten. Du fühlst dich möglicherweise isoliert, verloren oder von der Welt getrennt. Dinge, die dich einst glücklich gemacht haben, scheinen plötzlich ihren Reiz zu verlieren. Es ist, als ob dein altes Selbst stirbt, um Platz für eine neue, authentischere Version von dir zu schaffen. Obwohl diese Phase oft von Schmerz und Unsicherheit geprägt ist sie eine transformative Erfahrung. Sie zwingt dich, tiefer in dein Inneres zu blicken und dich den Schattenseiten deiner Persönlichkeit zu stellen, den Ängsten, Zweifeln und unbewussten Mustern, die dich bisher zurückgehalten haben. Wenn du dich in dieser Phase befindest, bemerkst du wahrscheinlich: Erstens, erlebst du eine tiefgreifende Krise oder einen Umbruch in deinem Leben. Zweite, du fühlst dich von alten Freunden, Routinen oder Gewohnheiten entfremdet. Drittes, du hinterfragst alles, woran du bisher geglaubt hast. 4, du suchst nach einem tieferen Sinn, auch wenn du ihn noch nicht sehen kannst. Es ist wichtig zu verstehen, dass die dunkle Nacht der Seele kein Ende, sondern ein Übergang ist. Es ist eine Phase der Reinigung und Heilung, in der du alles loslassen musst, was nicht mehr mit deinem wahren Selbst übereinstimmt. Diese Erfahrung bereitet dich darauf vor, eine tiefere Verbindung mit deinem höheren Bewusstsein und dem Universum einzugehen. Um diese Phase zu bewältigen, ist Selbstfürsorge entscheidend. Erlaube dir zu fühlen, was auch immer hochkommt, ohne dich dafür zu verurteilen. Meditation, Tagebuch schreiben oder Gespräche mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, können dir helfen, durch diese Zeit zu navigieren. Die dunkle Nacht der Seele ist ein kraftvoller Wendepunkt auf deiner spirituellen Reise. Es ist der Moment, in dem die Illusionen deines alten Lebens weichen und Platz für die Wahrheit machen. Vertraue darauf, dass dieses scheinbare Chaos der Vorbote von Klarheit, innerem Frieden und einer tieferen Verbindung zu deinem wahren Selbst ist. Die vierte Phase des spirituellen Erwachens ist ein Wendepunkt. Nach der intensiven und oft schmerzhaften dunklen Nacht der Seele beginnt ein Prozess der Selbsterkenntnis und inneren Heilung. Du fängst an, dich selbst in einem neuen Licht zu sehen, nicht mehr durch die Brille von Schuld, Angst oder gesellschaftlichen Erwartungen, sondern mit einem tiefen Verständnis für deine wahre Essenz. In dieser Phase erkennst du, dass Heilung von innen kommt. Du beginnst, alte Wunden, Traumata und negative Glaubenssätze loszulassen, die dich bisher zurückgehalten haben. Dieser Prozess ist nicht immer einfach, aber er ist notwendig,
um deine Energie zu klären und Raum für neues Wachstum zu schaffen. Du wirst auch erkennen, dass Selbstliebe der Schlüssel zu wahrer Heilung ist. Anstatt dich selbst für Fehler oder Schwächen zu verurteilen, lernst du dich mit Mitgefühl und Akzeptanz zu betrachten. Diese Selbstakzeptanz ermöglicht es dir, dich von alten Lasten zu befreien und dein authentisches Selbst zu umarmen. Wenn du dich in dieser Phase befindest, bemerkst du wahrscheinlich: Erstens, hinterfragst du nicht nur deine Vergangenheit, sondern auch deine gegenwärtigen Entscheidungen und Werte. Zweite, du entwickelst ein tieferes Verständnis für deine Stärken, Schwächen und deine wahre Natur. Dritter, du fühlst dich inspiriert, neue Gewohnheiten oder Praktiken zu entwickeln, die dich stärken und unterstützen. 4. Du erlebst Momente der Klarheit und des inneren Friedens, die dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Selbsterkenntnis und Heilung erfordern Mut und Geduld. Es kann Tage geben, an denen du dich stark und klar fühlst, und andere, an denen alte Muster oder Zweifel wieder auftauchen. Doch diese Rückfälle sind Teil des Prozesses. Sie geben dir die Möglichkeit, weiterzuwachsen und deine neuen Einsichten zu festigen. Um diese Phase zu unterstützen, ist es hilfreich, regelmäßig Achtsamkeitspraktiken wie Meditation oder Yoga in deinen Alltag zu integrieren. Journaling kann ebenfalls eine wertvolle Methode sein, um deine Gedanken und Fortschritte zu reflektieren. Diese Phase des spirituellen Erwachens ist ein Schritt in Richtung innerer Freiheit. Du beginnst, die Welt nicht mehr als Bedrohung oder Herausforderung zu sehen, sondern als einen Spiegel deiner inneren Realität. Mit jeder Lektion, die du lernst, und jeder Wunde, die du heilst, wirst du stärker, klarer und mehr im Einklang mit deinem wahren Selbst. Selbsterkenntnis und Heilung sind nicht nur persönliche Errungenschaften, sondern auch ein Geschenk an die Welt. Je mehr du dich selbst heilst, desto mehr kannst du anderen helfen, dasselbe zu tun. Diese Phase ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass wahre Transformation von innen beginnt und dass du die Kraft hast, deine Realität zu verändern. Die 5. und letzte Phase des spirituellen Erwachens ist der Moment, in dem du dich eins mit dem Universum fühlst. Nach der intensiven Selbsterkenntnis und inneren Heilung erkennst du, dass du nicht getrennt von der Welt bist, sondern ein wesentlicher Teil des Ganzen. Dieses Bewusstsein der Einheit ist ein Zustand tiefer Harmonie, inneren Friedens und unerschütterlicher Liebe. In dieser Phase verschwindet das Bedürfnis nach Kontrolle oder Widerstand. Du akzeptierst das Leben, wie es ist, und verstehst, dass alles, die Höhen und Tiefen, die Freuden und Herausforderungen, Teil eines größeren Plans ist. Du lebst nicht länger aus Angst oder Mangel, sondern aus einem Gefühl der Fülle und Dankbarkeit. Dieses Gefühl der Einheit verändert deine Perspektive auf alles. Du siehst andere Menschen nicht mehr als getrennt von dir, sondern als Spiegel deines eigenen Seins. Mitgefühl, Verständnis und Liebe werden zu zentralen Werten in deinem Leben. Es entsteht eine natürliche Verbindung zu allem Lebendigen, sei es zu Menschen, Tieren oder der Natur. Wenn du dich in dieser Phase befindest, bemerkst du wahrscheinlich: Erstens spürst du eine tiefe Verbundenheit mit allem um dich herum. 2. Deine Entscheidungen basieren auf Liebe und Harmonie statt auf Angst oder Ego. 3. Herausforderungen erscheinen dir als Gelegenheiten zum Wachsen, nicht als Hindernisse. 4. Du fühlst einen inneren Frieden, der unabhängig von äußeren Umständen ist. Diese Phase des spirituellen Erwachens wird oft als kosmisches Bewusstsein oder erleuchteter Zustand beschrieben. Es bedeutet jedoch nicht, dass das Leben plötzlich perfekt ist oder dass keine Probleme mehr existieren. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie du auf diese Herausforderungen reagierst. Du erkennst, dass jede Erfahrung, ob positiv oder negativ, ein wertvolles Geschenk ist, das dir hilft, weiterzuwachsen. Um diesen Zustand der Einheit zu vertiefen, ist es wichtig, weiterhin achtsam zu leben. Meditation, Dankbarkeitspraktiken und das bewusste Leben im Moment helfen dir, diese Verbindung zu bewahren. Darüber hinaus kannst du durch den Dienst an anderen, sei es durch kleine Gesten oder größere Projekte,
dieses Bewusstsein der Einheit in die Welt bringen. Die Einheit mit dem Universum ist kein Ziel, sondern ein fortlaufender Prozess. Es ist die Erkenntnis, dass du sowohl der Schöpfer als auch der Beobachter deiner Realität bist. Indem du diese Verbindung annimmst, wirst du zu einem Leuchtturm für andere, die ebenfalls ihren Weg zum Erwachen suchen. Diese Phase erinnert uns daran, dass wahres Glück und Frieden nicht außerhalb von uns liegen, sondern in unserem Inneren gefunden werden. Und je mehr du diese Wahrheit lebst, desto mehr inspirierst du andere, dasselbe zu tun. Spirituelles Erwachen ist eine tiefe Reise, die in jeder Phase ihre eigenen Herausforderungen und Geschenke bereithält. Egal, wo du dich auf diesem Weg befindest, vergiss nicht, dass dich dieser Prozess näher zu deinem wahren Selbst und deiner Verbindung mit dem Universum bringt. Sei geduldig mit dir selbst und genieße die Reise. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video mit Gleichgesinnten zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Möge dein Licht immer hell erstrahlen.